AMG GT Black Series Project One Edition. Ein absolutes Monster, aber heute, Leute, geht es um den richtigen AMG Project One. Ich beantworte eure Fragen. Wie sieht es aus mit der Produktion? Wann kommt unser Auto? Konfiguration. Und Konfiguration meine ich damit, wir konfigurieren das Auto gemeinsam. Aber ich würde sagen, Robert, du ballerst jetzt erstmal einen schönen Porn von dem Teil hier raus. Also das Bild zumindest haben wir hier schon mal in der Ecke vom AMG Project One. Aber ich hoffe, dieses Jahr 2022 wird es endlich soweit sein, dass auch das echte Auto hier seinen Platz findet. Denn ja, wir haben einen AMG Project One bestellt, damals schon 2017, als das Auto vorgestellt worden ist. Also jetzt um die 4,5 Jahre ist es mittlerweile her. Wir werden so ein bisschen darüber reden, wieso, weshalb, warum hat sich das Auto so verspätet. Aber davor, Leute, hier AMG GT Black Series Project One Edition. Was bedeutet Project One Edition? Nochmal kurz erklärt, rein für die Kunden, die einen AMG Project One bestellt haben, hatten damals die Möglichkeit, sich hier beim GT Black Series die Project One Edition zu bestellen. Bedeutet, es gibt insgesamt 275 AMG Project One. 275 Kunden hatten die Möglichkeit, hier so ein Auto zu nehmen. Und der Unterschied zum normalen GT Black Series ist nochmal, auch generell nochmal ganz kurz hier AMG GT Black Series. Ich bin ein Riesenfan von dem Auto. Also ich dachte wirklich nicht, dass das hier sowas von geiler zum Fahren wäre als ein AMG GTR. Aber es ist ganz ehrlich, es ist ein komplett anderes Auto. Ich habe darüber ein genaues Video mal gemacht. Können wir gerne einen Link einblenden. Ne? Aber auch generell 730 PS serienmäßig. Hier umgebaut von Opus auf 860 PS. Und für mich gibt es momentan nichts Geileres für die Rennstrecke mit Straßenzulassung als hier dieses Biest, bis auf McLaren Senna, aber da sind wir natürlich auch wieder bei einer anderen Preisklasse. So, wenn wir jetzt hier nämlich an der Seite sind, bei der Project One Edition ist der Unterschied, wir haben hier einmal serienmäßig den Petronas-Streifen, genauso wie auch die Felgen und auch den Innenraum mit Petronas. Aber das Highlight bei der Project One Edition ist, man hatte die Möglichkeit, entweder eine Lackierung von Silber auf Schwarz übergehend oder wie jetzt hier in komplett Schwarz. Und vor allem, wenn wir jetzt hier an der Seite stehen, das ist wirklich das Spezielle, und zwar die Sterne. Jeder Stern hier ist hier handlackiert, dauert bis zu 4 Wochen, und auch hier der Innenraum haben wir hier die typischen Petronas-Nähte. Einfach nochmal hier von der Exklusivität, und ich finde es wirklich eine geile Idee, was AMG hier gemacht hat. Klar, natürlich AMG Project One verspätet sich, und dann hat man natürlich gesagt, okay, man legt hier eine exklusive Edition nochmal für die Kunden auf, und ja, wie gesagt, ein absolutes Monster. Und jetzt für die Leute, die sich wundern, worauf steht jetzt hier der Black Series überhaupt, und zwar ist das sogenannte Show Carpet von Fahrengold. Das habe ich ganz neu hier bekommen, vor allem ziemlich geil. Hier komplett lila Carbon außenrum. Wir haben unten drunter Steckdosen. Es ist wirklich total praktisch. Vor allem, du kannst halt immer wieder ein anderes Auto hier draufstellen. Und ihr seht ja, wie anders das wirkt. Und die Farbe hier, jetzt typisch auf Petronas eingestellt. Aber ich hole jetzt mal kurz hier die Fernbedienung. Denn wir können uns hier alle möglichen Farben einstellen. Jetzt machen wir mal den typischen Vorführeffekt. Wenn wir jetzt hier einmal draufdrücken, jetzt haben wir hier das klassische Weiß. Ja. Aber wenn wir jetzt wieder doppelt draufklicken, schauen wir mal, ja, jetzt passiert schon hier was. Jetzt schaut mal her, wir können uns hier alle möglichen Farben einstellen. Vor allem, also Robert, ich glaube, wenn du dich da jetzt draufstellen würdest, ja, ich glaube, das macht nochmal wahrscheinlich mehr her als das Auto, würde ich sagen, oder? Vor allem jetzt schau mal her, wenn wir jetzt hier so richtig schön auf pink-lila übergehen, das ist schon genau deins, ne? Ja, da sehe ich mich. Das ist schon genau deins. Aber ich würde sagen, wir lassen es hier schön wieder Petronas Optik, AMG GT Black Series. Und ja, für die Leute, die mehr über Fahrengold erfahren wollten, hier über dieses Show Carpet, ich hau einmal den Link in die Videobeschreibung rein. Also muss man schon wirklich sagen, Fahrengold macht hier eine mega geile Arbeit, vor allem wenn wir hier jetzt das Licht ausmachen und du stellst hier jedes Mal ein anderes Auto drauf. Das sieht schon mega fett aus, aber ich würde sagen,
Wir setzen uns jetzt gemeinsam an den Computer und dann konfigurieren wir jetzt mal den AMG Project One. Robert, du hast es dir schon gemütlich gemacht. Hier übrigens auch, der Stuhl ist auch schon da, AMG Petronas Stuhl. Sitzt sich fast wie im AMG Project One, aber auch nur fast. So Leute, hier haben wir den Konfigurator. Wir werden jetzt dann gleich das Auto konfigurieren gemeinsam, aber davor kommen wir jetzt erstmal so zu einer der meistgestellten Fragen von euch, und zwar, wann kommt das Auto? Wird er überhaupt kommen? Antwort 1, ja, das Auto wird auf jeden Fall kommen, und vom Zeitraum her, Produktion ist aktuell geplant, beziehungsweise Auslieferung, die Information, die ich habe, zweite Jahreshälfte. Dennoch kann ich nicht genau sagen, wann das Auto kommen wird. Vor allem, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendwas dazwischen. Ich meine, ihr müsst mal überlegen, das Auto war damals so gut wie fertig. Er wurde auf der IAA 2017 vorgestellt. So, und jetzt müsst ihr überlegen, wir haben einen reinen Formel-1-Motor hier verbaut. 1,6 Liter Hubraum, eine Gesamtleistung von 1000 PS. Das gab es noch nie, und meiner Meinung nach gehe ich nicht davon aus, dass es sowas jemals wieder geben wird. Ein Formel-1-Motor mit Straßenzulassung. So ein Teil auf der Straße. Man muss dazu sagen, Mercedes ist ein Großserienhersteller und nicht wie Lamborghini, die unter 10.000 Autos produzieren. Für die ist es deutlich entspannter. Dementsprechend mussten die bisher in einem Huracan Aventador noch keinen OPF verbauen. Das wird sich wahrscheinlich auch mit der Zeit ändern. Aber hier beim AMG Project One, das Auto war so gut wie fertig, und dann sind strengere Gesetze in Kraft getreten. Und dementsprechend musste hier der AMG Project One ein OPF entwickelt werden. Musste hier beim AMG Project One ein OPF entwickelt werden, verbaut werden. Und ich meine, das ist mehr oder weniger der Tod, wenn du bei einem Formel-1-Motor einen OPF verbauen musst. Du hast ganz andere Temperaturen, du hast ganz andere Abgaswerte, und das ist wirklich extrem viel Arbeit. Und ich sage euch eins, wenn das nicht Mercedes wäre, sondern ein anderer Hersteller, gehe ich davon aus, wäre hier so ein Projekt wahrscheinlich nicht produziert worden. Und dass Mercedes das so über die letzten Jahre hinweg durchzieht, da muss man wirklich Hut absagen, denn da entstehen Kosten, ein Kostenfaktor, das ist wirklich extrem, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber für Mercedes, für AMG war von Anfang an klar das Ziel, wir wollen ein Auto mit Formel-1-Motor auf die Straße bringen, und wir ziehen das auch durch. Und dementsprechend hoffen wir darauf, dass es dieses Jahr soweit sein wird. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, okay, wann bekommen wir unser Auto? Kann ich leider auch noch nicht genau sagen. Es gibt ja insgesamt 275 Fahrzeuge. Bedeutet, jedes Auto hat seine eigene Chassisnummer, und es war damals mehr oder weniger wie Lotto ziehen. Jeder hat seine eigene Chassisnummer bekommen, und ich kann euch soweit verraten, es wird auf jeden Fall einer der ersten Fahrzeuge sein, das ausgeliefert wird. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir das Auto dieses Jahr noch bewegen können. Das wäre natürlich wirklich geil, weil ich will natürlich mit dem Ding auf der Straße fahren und auch das Ding auf die Rennstrecke nehmen. Ich meine, dafür ist das Auto gebaut. Hier wird alles in der Sammlung bewegt, und auch der AMG Project One mit dem Formel-1-Motor will natürlich dementsprechend bewegt werden. Ihr müsst mal überlegen, 0 auf 200 in unter 6 Sekunden. Also das ist völlig verrückt, und ich glaube, das wird auch hier den McLaren Senna ordentlich zerstören. Aber jetzt lasst uns mal schauen, was wir hier so konfigurieren können, und vor allem, ich bin auf eure Kommentare gespannt, welche Konfiguration, welche Farbe ihr hier für das Auto nehmen würdet. Wir scrollen jetzt mal hier nach unten, und wir sehen jetzt hier schon mehrere Farben. Gehen wir mal hier nach unten. Wir haben hier das sogenannte Motorsport Styling Paket mit den Sternen. Und wenn wir jetzt mal hier, wir lassen das jetzt einfach mal hier so, und dann haben wir hier auch noch ein paar andere Farben. Man muss dazu sagen, man kann sich eigentlich das Auto wirklich in komplett jeder Farbe aussuchen. Es gibt nochmal von AMG Project One, gibt es extra nochmal einen speziellen Konfigurator, wo du dir mit den Verkäufern das Auto so konfigurieren kannst, wie du willst. Das ist nochmal ein anderes Programm. Hier ist es wirklich nur die Standardthemen. Wir haben jetzt hier mal Blau. Wenn wir jetzt mal schauen, wir gehen jetzt mal hier auf Blau rüber.
Sieht auch schon sehr geil aus, finde ich. Aber hier natürlich auch mit dem Motorsport-Styling-Paket hier mit den Sternen. Das ähnelt natürlich hier schon im AMG GT Black Series ziemlich. Und wir können das natürlich auch in komplett schwarz nehmen. Aber wenn wir mal schauen, was haben wir hier noch so für Farben? Motorsport-Styling-Paket Wave. Okay, das bedeutet, wir haben hier nicht die Sterne. Ja? Wir haben hier das Ganze in Rot. Das habe ich übrigens auf der Messe gesehen bei der IAA. Das sah schon richtig, richtig fett aus. Vor allem, wenn das Ding in dem Race-Modus steht. Das sieht schon richtig pervers aus. Dann was haben wir hier noch? Das ist so wie so eine Art Mattgrau, kann man sagen. Dann haben wir hier, okay, perfektes Bild. Dann haben wir hier ein Mattblau, finde ich auch ziemlich geil. Dann geht es weiter. Hightech Silber. Okay, das ist so, ja, ihr seht, das ist so dieses klassische Silber. Also das ist so typisch Mercedes-Farbe. Dann, was haben wir hier? Patagonierrot. Okay, das heißt, das haben wir kein Matt mehr. Das ist ein reines glänzendes Rot. Also wir haben hier schon ein paar Farben zur Auswahl. Komplett weiß finde ich übrigens auch. Also ich glaube, in komplett weiß sieht das hier schon auch richtig geil aus. Was haben wir hier noch? Graphitgrau ist auch wieder so dieses typische Grau. Dann hier Mattweiß, glaube ich, ist schon auch fett. Blau Metallic und dann hier nochmal in dem Silber sozusagen in Matt. Das finde ich auch eine richtig geile Lackierung. Leute, das sind jetzt ein paar Farben, die wir hier zur Auswahl haben. Wir können im Endeffekt, jede Farbe uns aussuchen. Also wenn man den Konfigurator nochmal extra von den Verkäufern nimmt, AMG Project One, dann du hast einfach so einen Haufen Auswahl. Aber trotzdem, mich würde es jetzt mal interessieren, was würdet ihr hier nehmen? Würdet ihr hier eine der Lackierungen nehmen, beziehungsweise würdet ihr hier dieses Motorsport Styling Paket nehmen, von Silber auf Schwarz übergehend? Kommentiert da mal drunter und vor allem, auch der Innenraum, auch recht interessant. Da haben wir auch nicht so viel Auswahl und ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das geil, weil heutzutage, du kannst dir ein Auto konfigurieren, wie du willst. Klar, jetzt hier außen Lackierung, kannst du alles Mögliche nehmen, aber Innenraum sind wir dann doch ziemlich beschränkt. Und zwar, wir können hier klassisch mit den roten Nähten das Ganze nehmen. Und hier seht ihr nochmal. Dann haben wir hier, das ist wieder das Motorsport Styling Paket, was ich ziemlich geil finde, ist halt hier typisch wie auch beim Black Series. Wir haben die Petronas Nähte wieder und dann haben wir sozusagen noch das Ganze in Gelb, gelbe Nähte, gelbe Gurte und ja, ich meine, das war's im Endeffekt schon. Also die drei Sachen haben wir zur Auswahl und das war's. Und ich finde, ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde es gut, dass wir nicht alle möglichen Farben wählen können. Ich würde euch ja gerne mehr dazu zeigen, aber im Endeffekt mehr gibt es nicht. Mercedes macht hier und da ein paar Events für die Kunden. Wir sind auf der Rennstrecke gewesen, konnten AMG GT3 fahren. Wir haben eine Veranstaltung gehabt mit dem Black Series. Also es wird über die letzten Jahre sind immer wieder Events organisiert und Treffen. Also es ist nicht so, okay, ja, das Auto wird jetzt verspätet und irgendwann kriegst du das Auto ausgeliefert, sondern man muss hier wirklich auch nochmal klar sagen, Mercedes kümmert sich wirklich extrem gut um die Kunden weltweit. Für mich ist es überhaupt gar kein Stress, weil ich sage ganz ehrlich, lieber wartet man nochmal ein halbes Jahr länger, aber dafür ist das Auto dann ausgereift, es funktioniert dann und nicht wie oftmals andere Hersteller dieses schnell produzieren. Und nach 2 Monaten muss das Auto schon wieder zurück, weil es nicht funktioniert. Und das ist eben typisch Mercedes, 100% Qualität. Ich bin mega motiviert auf das Auto. Für mich ist es, ich habe euch das ja schon gesagt, die ganzen neuen Autos ist für mich momentan nichts mehr da dabei, wo ich sage, das reizt mich richtig, sondern ich bin eher so, wo ich in Richtung mehr ältere Fahrzeuge gehe. Aber klar, hier AMG Project One, ultimatives Teil. Ich kann es kaum erwarten, wie sich das Ding fahren lässt, wie das Ding klingt.
die ganze Technik. Wir können auch rein elektrisch mit dem Auto fahren, also auch wirklich zukunftsorientiert das Ganze. Auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch nachhaltig. Also ich bin auch mal wirklich gespannt. Wir haben hier einen Formel-1-Motor am Start, was das Ding auch verbraucht. Also das interessiert mich wirklich, wenn man normal mit dem Ding fährt. Wir haben hier um die 1200 Kilo am Start. Also das Ding ist auch wirklich leicht. Wie nachhaltig das Ganze auch ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich finde, es gibt nichts Geileres, wenn du ein schnelles Auto fährst und das Ding auch dann auch noch wenig verbraucht. Das bekommt vor allem McLaren sehr, sehr gut hin. Ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr für eine Konfiguration hier wählen würdet. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Performance with outstanding efficiency to the streets.